Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier im Münchner Osten im Biergarten. Nein, Schmarrn, ich bin nicht im Biergarten, sondern beim Spur-1-Treffen beim Reinhold Brenner in der großen Lagerhalle. Wir haben heute den 6. September 2024 und es ist wieder mal Fahrtreffen der Spur 1 aufgebaut. Und zwar wieder mal einmal im Jahr in XXL mit dem großen Rundkurs. Rund 100 Meter lang ist der Kurs. Gefahren wird heute mit Fernsteuerungen und es sind heute ungefähr 150, vielleicht 200 Leute wahrscheinlich im Laufe des Abends da. Man sieht, dass hier halt einige schon stehen und es ist jetzt so gegen 17:45 Uhr. Ich habe vorher ein bisschen Orientierungslauf gemacht, um mal zu schauen, was ich überhaupt filmen kann und was man zeigen kann. Das ist hier die Anlage, die wir schon kennen von den normalen kleinen Stammtischen immer. Die habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Und es gibt hier eine große Verbindungsbrücke zum Drübergehen in den Innenbereich. Und ich schaue jetzt mal nach innen rein, damit man das mal zeigen kann, ein bisschen mehr im Überblick. Nach oben. Und wir sehen jetzt hier im Hintergrund den Märklin Big Boy. Das habe ich mir vorher schon sagen lassen, dass der hier im Einsatz ist. Aus Stromversorgungsgründen, allerdings nicht mit Rauch, sondern nur mit Sound. Und er muss hier auch mächtig ziehen. Er muss hier nicht weniger als 30 amerikanische Wagen ziehen. Jetzt können wir den Big Boy mal aus der Nähe anschauen. Später zeige ich ihn dann mal aus der richtigen Höhe. Ich gehe jetzt gleich mal runter, dass wir den ein bisschen verfolgen können. Hier sieht man übrigens den Lokführer des Big Boy. Der fährt hier mit einer Daisy, das ist eine Daisy, oder? Genau, das ist eine Daisy als Funkhandregler und gefahren wird auch mit dem Funky. Und jetzt schauen wir uns mal hier diese Wagen an. Die Wagen sind von MTH einerseits und zum Zweiten auch von einer weiteren Firma, die hier auch diese Wagen anbietet und baut. Jetzt bleibt wieder mal der Zug stehen. Dann kann man es in aller Ruhe filmen. Und inzwischen habe ich auf den Spickzettel geschaut. Das sind Wagen von AMS und die anderen Wagen von MTH. Aber dann können wir uns jetzt hier auch gleich mal ein bisschen was von der Anlage anschauen. Hier haben das Spur 1 Team Denklingen einige Module mitgebracht, habe ich auch vorhin schon gehört, die hier als Gastanlagenbereich mit eingebunden sind in die große Modulanlage. Und es wird hier alles gefahren, heute digital mit DCC und Motorola. Und hier sieht man einen Abzweig raus, den können wir uns auch mal anschauen. Zum kleinen Raffineriebahnhof anscheinend.
Hier ist auch eine Bedienzentrale für die Weichen vom Spur 1 Team Denklingen, die hier diesen Anlagenbereich, die Weichen zumindest, selber schalten. Ansonsten wird alles andere über die Digitalzentrale, über eine System Control 7 von KM1 gesteuert mit den Funkhandreglern und die Weichen werden abschnittsweise selber gesteuert. Hier sieht man eine Bahnverladung, auch wunderschön gemacht. Eine landwirtschaftliche Lagerhalle. Und jetzt scheint wieder was mit Zugbetrieb weiterzugehen. Es fährt wieder was. Irgendwie sind heute anscheinend Stromprobleme. Es fährt hier ein Autozug, Autoreisezug oder Autotransportzug Neuzug mit einer V200. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 großen Doppeldeckerwagen, doppelt. Und dann noch 1, 2, 3, 4, 5 Niederbord-Transportwagen. Jetzt geht es richtig flott. Dann schauen wir uns mal das Augsburger Betriebswerk an, das hier auch wieder aufgebaut ist. Das ist immer am großen Stammtisch aufgebaut. Noch nicht fertig, das Dach fehlt immer noch, aber es ist halt alles eine Frage der Zeit. Ich gehe jetzt gleich mal einen Schritt weiter und muss jetzt mal schauen. Hier sind einige Module mit Zügen abgestellt, eng auf eng. Die Wagen, die alle bereitstehen für später. Hier die Erztransportwagen, Erz-3D-Wagen von Märklin. Und jetzt gehe ich mal außen rum. Hier ist ein Dampfkran im Einsatz. Und dann sehen wir hier den Augsburger Bahnhof wieder mal, den ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt habe. Jetzt muss ich mal schauen, dass wir hier ein bisschen Schatten kriegen. Das ist jetzt der Ausfahrbereich des Bahnhofs. Der Bahnsteig ist 12,80 Meter lang. Und am Bahnsteig stehen hier auch einige Züge bereit, die ich danach dann sicher einige zeigen kann. Alle werde ich sicher nicht zeigen, werde ich allein schon nicht schaffen. Aber hier sieht man schon die Baureihe 401, den ICE 1 mal auf diesem Fahrtreffen mit dabei, der auch nachher im Einsatz sein soll, der hier mit 12 Mittelwagen als 14-teiliger Zug aufgebaut ist, den man jetzt hier aber nicht sieht, weil davor dann der TE noch ist mit der Baureihe 103. Und jetzt schauen wir uns das Betriebswerk an des Augsburger Bahnhofs. Der Ringlokschuppen hier mit 30 Ständen. Und dieser Ringlokschuppen ist hier mal in Szene gesetzt worden mit 30 Nohab. Kartoffelkäfer heißen die ja als Spitzname. Das sind alles Modelle, die die Firma ESO Hellian gemeinsam als Spur 1 Modelle rausgebracht hat, die hier einige mitgebracht haben, damit der Lokschuppen mal voll ist mit einer ganz ungewöhnlichen Sammlung. Können wir uns jetzt hier mal der Reihe nach anschauen. Ich glaube, ich muss hier mal eine Beleuchtung zuschalten.
Eine imposante Lokparade. Und dann sehen wir uns hier mal nochmal den Augsburger Bahnhof, den Personenbahnhofbereich an, damit man da mal von den Dimensionen hier auch einen Eindruck gewinnen kann. So, das war jetzt mal ein erster Überblick. Und danach gibt es dann ein paar Einzelvideos mit ein paar Zügen. Dampfkran schwer in Aktion. Und jetzt ist inzwischen die V200 schon fast die Runde rum, die ich vorhin gezeigt habe, mit dem Autotransportzug. Und hier im Hintergrund qualmt es schon mächtig. Und das schauen wir uns auch gleich an, warum es hier qualmt. Jetzt bin ich auf der anderen Seite genau gegenüber von vorher vom letzten Videoschnitt. Und jetzt kommt hier gerade der Big Boy von Märklin nochmal vorbei. Der Vario fasziniert, die Schornsteinerhalter, warum haben sie gehalten? Da war das so montiert, auf der Seite andersrum, Hinterhalt auf der Kopfstelle. Du hast einen Halter braucht. Halt, jetzt muss ich auf. Und jetzt zeige ich, warum es vorhin so gequalmt hat, weil hier draußen schon der Händelgrill am Vorbereiten ist, oder besser gesagt die zweite Runde schon. Die erste Runde wird gerade ausgegeben und da gibt es jetzt gleich die ersten Leute, die jetzt gleich hier schon lechzen danach, dass sie bald ihren Hunger stillen können. Logistische Herausforderung bei so vielen Leuten, die alle Hunger haben. Dann sieht man aber, dass das auch Schwerstarbeit ist. Und jetzt ist die Brotzeit-Session wohl endgültig eröffnet. Wie immer der Josef Ecker der Erste. Und dann tue ich mich nämlich leichter, weil wenn ich mich drauflege, dann der Teller aus. Dann liegt es hinten. Die Schlange ist lang. Also ich habe genügend Zeit und schauen wir jetzt ein bisschen was von den Eisenbahnen noch in aller Ruhe an. Ich habe vorhin schon gehört, es gibt hier einen schönen Zug,
mit einer E60, die hier aufgebaut oder in Szene gestellt ist als Autotransportzug mit Gokomobilen. Könnte also irgendwo ein Bahnhof in Dingolfing sein, wo früher diese Gokomobile hergestellt wurden. Dann wartet hier wohl auch auf den Einsatz am Fahrtreffen ein vierteiliger Schienenbus mit dem VT 98. Und jetzt kommt ein Kesselwagenzug mit einer V100 mal vorbei. Dann schaue ich mir hier mal den ICE 1 an, die Baureihe 401. Den hat der Jürgen Benneken gebaut, Kleinserienhersteller. Das ist jetzt hier ein Modell, das ganz modern in Szene gesetzt ist. Der ICE 1 ist ja das erste Mal 1991 im Einsatz gewesen, fährt auch heute noch. Und hier auf dem Fahrtreffen ist er als 12-teilige Einheit oder 12 Mittelwagen plus 2 Triebwagen, also als 14-teilige Einheit im Einsatz. Jeder dieser Mittelwagen hat ungefähr 82 cm Länge und die beiden Triebköpfe haben jeweils ungefähr 60 cm Länge. Und insgesamt kommt dieser Zug dann auf imposante 11,20 Meter und wartet hier momentan geduldig darauf, dass er irgendwann mal auch am Augsburger Bahnhof wieder wegfahren kann, dass er irgendwann mal mit Fahrgästen endlich mal die Zugverspätung, die es heute wohl gibt, dann irgendwann versuchen kann aufzuholen. Leisten und lassen es gut gehen. Wir haben es einem einzigen hier mehr oder weniger zu verdanken, unserem Reinhold Brenner. Und ich muss fairerweise eingestehen, dass ich vor 2 Monaten einen ganz dezenten Wink mit dem Zaunfall bekommen habe. Ja. Ich Vollpfosten das also voll versenkt habe. Da möchte ich mich für den Reinhold dafür entschuldigen. Und zwar, der Reinhold hat beim letzten Stammtisch 10 Jahre Stammtisch München Ost gefeiert. Das heißt, seit 10 Jahren sind wir Gast beim Reinhold Brenner. Er bietet uns hier eine Örtlichkeit, er bietet uns eine Anlage, er bietet uns seinen wunderbaren Stand mit Grillhähnchen und vor allem er bietet uns seine Gastfreundschaft. Und für diese Gastfreundschaft seit 10 Jahren möchte ich mich, denke ich, meinem Namen aller hier herzlich bedanken. Und damit du auch eine Möglichkeit hast, dich daran zu erinnern, habe ich das in Form einer Urkunde gemacht. Ich darf es kurz vorlesen. Urkunde, 10 Jahre, Spur 1, Stammtisch München Ost. Reinhold Brenner wird diese Urkunde für seine Initiative und sein Engagement für diese Veranstaltung sowie die hervorragende Verpflegung verliehen. Deine Einser. München, den 5. Juli 2024, weil da das 10-jährige Jubiläum gewesen wäre. Reinhold, das darfst du dir hinhängen, wo du willst. Bei jedem Stammtisch in die Halle. Danke schön. Danke. Und nachdem du viele Freunde hast, die eben auch was zum Fahren mitbringen, aber regelmäßig hier Dampföl vergessen und dann noch einen Reinhold fragen, hast du neben dem Händel auch noch ein wenig Dampföl für meine Loks? Damit du auch den Kollegen aus dem Ärger helfen kannst,
noch provisorisch 1 Liter Dampföl für die Vergesslichen. Also, nochmals vielen Dank. Dankeschön. Für dein Engagement. Also ich bedanke mich für diese Ehrung. Wie gesagt, wir hatten letztes Mal am Stammtisch 10-Jähriges und mir ist es eine Freude, dass wir hier uns treffen können und dass ihr alle so zahlreich kommt, weil wo haben wir schon so eine Gelegenheit, dass wir mal unsere Fahrzeuge mal in großer Runde fahren lassen können. Und ja, und ich hoffe, dass das die nächsten Jahre so weitergeht, dass ich mit meiner Gesundheit auch so weiterhin so fit bleibe und fit, dass wir das weiterhin machen können, alle 2 Monate. Dankeschön. Und hier sind schon einige fleißig am Händel essen. Und die nächste Runde Händel ist im Grillen noch relativ blass. Da muss man wohl noch wahrscheinlich eine halbe Stunde etwa warten. Jetzt kommt ein Sonderzug zum Einsatz, den der Erich Schmidt mitgebracht hat. Zur Olympiade 1972 wurde der hier in Szene gesetzt mit einer Baureihe 110 von Wunder und einigen sogenannten Popwagen, also die Pop-Lackierung, die bunte von Märklin, das sind die gekürzten Wagen. Und die werden wir jetzt hier gleich mal im Einsatz sehen. Achtung, auf Platz 3 wird an der Sonderzug Laura Hitler aus Frankfurt zur Weiterfahrt zu den 20. Olympischen Spielen nach München über Stuttgart, Mainz, Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm und Ingolstadt. Zustieg wurde üblich von der Fahrplanung möglich. Viele Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Und jetzt denke ich, wenn die Leute eingestiegen sind, kann er sicher noch mal eine Runde weiterfahren. Achtung, auf Gleis 3 zum Sonderzug Lauer-Enzian zu den 20. Olympischen Spielen nach München wieder einsteigen. Die Türen schließen selbstständig. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Wir wünschen eine angenehme Reise. Zug kommt man fast nicht hinterher.
Und jetzt gebe ich auf. Vorhin am Betriebswerk am Ringlockschuppen schon mal als Parade gesehen, die Kartoffelkäfer, jetzt einer im Einsatz mit dem Olympiazug, mit den Popwagen, einfach hier mal frech dazugepackt. Das ist die MÜ 1155 in einer besonders schönen Farbgebung. Ich mal was anderes. Jetzt gibt es zwischendurch mal ein paar Zubehörneuigkeiten, die hier auf dem großen Fahrtreffen gezeigt wurden. Das Wehmer Bahnatelier hat erstmals sitzende Reisende vorgestellt, die in die Abteile der Märklin-Wagen unter die Gepäckablage reinpassen. Das ist immer besonders schwierig, dass man da die Köpfe irgendwie im Weg hat und deshalb wird es schwierig. Es kommt da so eine ganze Garnitur von Figuren, unterschiedliche Figuren. Und die werden dann auch irgendwann voraussichtlich im Oktober ausgeliefert. Dann hat Ladegut Büttner neue Spanngurte vorgestellt, die so für die Niederbordwagen zum Abspannen von beispielsweise Rohren geeignet sind. Und jede Menge weitere neue Zubehörteile hat auch Ladegut Büttner mitgebracht. Zum Beispiel gealterte Paletten, auch im Maßstab 1:32 hier. Und das ist ein Set, ein Betonmischer, ein elektrisch angeschlossener Betonmischer und eine Schubkarre und eine Schaufel. Dann ein Hydrant, ein Stromkasten, ein kleiner Gabelstapler mit Palette drauf, ein Zeitungsständer. Dann eine Telefonzelle, wie sie damals noch gelb waren. Und schließlich, auch in 3D-Drucktechnik hergestellt, ein Abroller für den LKW, in dem man beispielsweise Bauschutt oder Sonstiges eingefüllt hat oder alles mögliche weitere. Dieser Abroller soll dann auch im Maßstab 1:32 irgendwann auf den Markt kommen. Jetzt geht es wieder zur Eisenbahn. Als nächstes gibt es jetzt hier auf dem Spur 1-Treffen 3 der 5 ehemals gebauten E69 als kleine Lokparade. Hier als erstes links, das ist die E6902, ein Modell, das die Firma Wilgromal aus Metall, vermutlich aus Messing, gebaut hat. Bisschen eingestaubt, aber trotzdem auch schön zum Sehen. Die haben alle auch einen ISO-Decoder an Bord und sollten eigentlich auch fahren. Ob die heute noch zum Zuge kommen auf dem Fahrtreffen, fürchte ich aber nicht, weil viele auf der Warteliste stehen, die auch noch fahren wollen. Dann haben wir hier die 169004-9. Das ist eine aus Kunststoff gefertigte,
die die Firma K&R aus Kronach mal gefertigt hat. Auch hier ein paar Instrumente angedeutet im Führerstand. Und schließlich noch die letzte seinerzeit gebaute 169 005-6. Das ist eine Einzelfertigung auf Kundenwunsch, die auch aus Kunststoff gebaut wurde. Das sieht man der Lok eigentlich auch nicht an, von der Detaillierung her. Ist für ein Kunststoffmodell wirklich schön geworden. Das ist die größte der damals gebauten E69. Jetzt kommt ein Gleisbauzug mit einer E60 von Märklin zum Einsatz mit 3 Meter langen Schienenprofilen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie der das hier durch die Bögen schafft mit 3 Meter langen Profilen. Er schafft es tatsächlich, aber ich muss natürlich sagen, das sind jetzt keine Metallschienen, sondern aus Kunststoffreche, die dann tatsächlich hier diese Bögen mitmachen können. Aber es ist auch mal eine nette Sache. Und hier diese Vierachswagen sind auch wunderschön detailliert. Als nächstes sehen wir jetzt im Einsatz den ICE 1, den 401er. Richtig schnell, da werde ich nicht mehr mitkommen. 14-teilig, jetzt der Triebwagen, der zweite mit der Stromaufnahme. Ein beeindruckend langer Zug, über 11 Meter lang. Jetzt der Augsburger Bahnhof.
Und am Nebengleis ganz andere Klänge, eine Doppeltraktion aus 2 Baureihe 44 von der Firma Spur 1 Austria, die dann demnächst wohl auch im Einsatz sein werden mit etlichen Erzwagen. Sie setzt sich jetzt in Bewegung. Jetzt hoffen sie auf die richtige Weichenstellung. Die beiden 44er, keine Ahnung wann, ich hoffe demnächst mal, weil hier drüben schon die vierachsigen Erz 3D Wagen bereit stehen für den Langen Heinrich mit vielen, vielen Wagen. Ich schätze mal, um die 50 Stück werden es sein. Wie viele genau, muss ich nachher noch nachzählen. Ich hoffe, ich kann es zählen, bevor der Zug dann fährt. Jetzt habe ich zwar das Ankuppeln verpasst, aber trotzdem sind wir hier jetzt mal wenigstens vom Betriebsstand aus, von der Leitstelle aus, etwas weiter oben, den Langen Heinrich mal in voller Länge. Der Zug endet fast gar nicht. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite schon hier wieder.
Bevor der lange Heinrich hier wieder weiterfahren darf, noch mal kurz ein paar Impressionen vom Betriebswerk in Augsburg und vom Ringlokschuppen. Einfach imposant, der ganze Ringlokschuppen voll mit No-Hubs, Kartoffelkäfer. Das ist wirklich mal beeindruckend. Und inzwischen ist anscheinend der lange Heinrich wieder unterwegs. Und ich werde mich mal aufs Gegengleis begeben, um nochmal zu schauen, ob ich nochmal einen Eindruck von diesem unendlich langen Zug zeigen kann. So, das war's für heute mit meinem Bericht vom Fahrtreffen im Münchner Osten, vom XXL-Fahrtreffen am 6. September 2024. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem Kanal. Servus, Ihr Peter Pernsteiner.